Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir standen hier sehr schön frei in einem Canyon und in den geht es jetzt weiter rein. Wir fahren heute den Caño del Pato und soll eine sehr schöne Strecke sein, aber viel Schotter und viel Schlaglöcher, wenn Asphalt ist. Wir sind gespannt und dann geht es in den nächsten Tagen zu ein paar richtig coolen Lagunen, die einfach türkis sind. Da werden wir ein paar Wanderungen machen, wird ordentlich hochgehen. Wir sind gespannt und dann geht's jetzt los. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Der Cañon del Pato, also übersetzt die Entenschlucht, zählt zu den spektakulärsten Straßenabschnitten Perus. Ursprünglich wurde die Route im 20. Jahrhundert im Zuge des Wasserkraftausbaus erschlossen und verbindet die Küste mit der Andenstadt Caraz. Sie folgt dem Rio Santa zwischen der Cordillera Negra und der Cordillera Blanca, die wir in den kommenden Tagen besuchen wollen. Dass einige Tunnel kommen, das wussten wir, auch ein paar Brücken, aber es gibt auch ein paar kleinere Flussdurchfahrten scheinbar. Gut, dass es nicht geregnet hat, so wie bei Trampolin de la Muerte. Deswegen ist es doch sehr entspannt. Wer das Video nicht gesehen hat, wir verlinken es mal. War sehr nass, würde ich mal sagen. Hier ist ein bisschen holprig. Jetzt kommt ein langer Tunnel, hoffen wir mal ohne Gegenverkehr. Sogar ein Ausguck. Ach, der Asphalt mitten im Tunnel auf. Aber kurz, wa? Berühmt ist der Cañon del Pato für seine über 30 einspurigen, unbeleuchteten Tunnel, die direkt in den Fels gesprengt wurden. Die Schlucht ist stellenweise extrem eng, bei gleichzeitig hohen Felswänden, was die Straße landschaftlich sehr besonders macht. In den kommenden Jahren soll sie jedoch verbreitert und modernisiert werden, um sie sicherer und ganzjährig befahrbar zu machen. Damit werden auch die meisten Tunnel verschwinden und ein großer Teil des besonderen Charmes dieser Strecke. Kilometer nach Caraz und nach 9 nach Juarez. Wie wollen wir das denn jetzt machen? Also wir lassen erstmal ihn durch. Kommt er hier so rum? Weiß ich nicht. Nein. Ah ja, okay. Ah, der muss da außen hin.
Also bisher den ganzen Tag war eigentlich super wenig Verkehr. Und jetzt schlängeln wir uns hier gerade so ein paar Serpentinen hoch und begegnen uns einfach 3 LKWs, gefühlt alle in einer Kurve und dann noch ein Auto. Ja, irgendwie ungünstig, aber es hat immer noch alles gut gepasst. In den Kurven ist aber ein bisschen mehr Platz. Hoffen wir mal, dass jetzt weniger Verkehr bleibt. Ganz schön viele Tunnel jetzt, ey. 1928 wurden die scheinbar gebaut. Krass. Richtige Fenster. Und davor Löcher. Scheiße. Oh, Backe. Wird ja jetzt spannend. Da wollen wir eigentlich vorbeikommen, oder? Jetzt ist das passiert, was nicht passieren sollte. Gegenverkehr in einem langen Tunnel. Und ja, ich glaube, wir waren näher am Ausgang. Das heißt, wir sind rückwärts zurückgefahren und hoffen mal, dass jetzt keiner kommt, aber sieht gut aus. Möglicherweise haben wir Rückfahrscheinwerfer. Also sonst wäre es nämlich richtig blöd geworden mit Rückwärtsfahren im Dunkeln. Die Tunnel sind natürlich nicht beleuchtet. So, bist du der Letzte? Wir sind jetzt aus dem Canyon Perno del Parto raus. Und eigentlich sieht die Landschaft hier genauso aus wie unten, als wir reingefahren sind gestern. Es gibt hier Grün und es wird viel angebaut, aber wir sind halt einfach 2000 Meter höher. Wir haben eine kleine Melone gekauft. 1,50 Euro. Ich weiß noch nicht, wie ich die schneiden soll. Machen wir mal so. Es waren übrigens nur 1,25. Okay. Für 7 Kilo Melone. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Oh ja, die sieht sehr gut aus. Schmeckt sehr gut. Saftig und süß. Ich glaube, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Das kann aber nicht, das kann nicht richtig sein hier. Aber auf der Straße, wo ihr jetzt seid, die ist größer, ne? Aber die kommt ja wahrscheinlich dann von rechts irgendwie. Von rechts, genau. Ja, ich glaube, wir müssen zurück, weil es wird hier schon eng mit den Steinen und die sind ja hier mit dem großen LKW hoch. Das kann ja nicht sein, dass die hier durch sind. Hier passen die auf gar keinen Fall durch die anderen. Alles klar. Dann warten wir hier. Irgendwo muss jetzt eine Abzweigung kommen eigentlich. Hey, wieso haben wir das denn nicht gesehen, Alter? Keine Ahnung. Wir sind auf dem Weg zur Laguna Paron und auch schon einmal in eine Straße reingefahren, wo wir dann irgendwann nicht mehr weitergekommen sind. Wir wissen, dass der Weg nicht so breit ist, aber das war definitiv falsch und dann haben wir den richtigen Weg gefunden. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier gut nach oben kommen und dass morgen das Wetter gut ist. Das wäre nämlich sehr schön. Schöne Wollmonster. Ja.
will er die Tickets noch sehen? Dein Ernst? Haben wir uns auch noch was, oder? Weiß doch nicht. Hier muss mal was runtergekommen sein. Ja, wo ist genau der Stellplatz? Also ich habe irgendwas links markiert. Ja, da vorne ist meine Markierung. Wir sind da. Guten Morgen. Es ist 6:30 Uhr und wir machen uns gleich auf den Weg hier einmal an der Lagune entlang. Und dann geht es da hinten noch um die Kurve, vielleicht noch zu einer zweiten Lagune. Wir haben auf 4200 Meter geschlafen. Nacht war jetzt nicht so erholsam, aber gut. Ich bin noch nicht richtig eingeklemmt. Aber wir machen jetzt mal die Wanderung und dann hoffen wir mal, dass die Sonne noch ordentlich rauskommt. Da in der Richtung ist schon ein bisschen blauer Himmel. Da muss jetzt noch ein bisschen mehr werden, damit die Farbe vom See noch schöner zur Geltung kommt. Die Farbe ist schon richtig krass. Dabei scheint noch nicht mal die Sonne. Die Laguna Parón ist die größte Süßwasserlagune der Cordillera Blanca. Sie liegt auf etwa 4200 Metern Höhe im Huascarán Nationalpark. Ihr intensives Türkis entsteht durch feinste Gesteinspartikel im Gletscherwasser, die das Licht reflektieren. Gespeist wird die Lagune von den umliegenden Hochgipfeln, darunter der Arte Sonraju, ein markanter Berg, der als Vorlage für das berühmte Paramount-Logo gilt. Wir mussten die Regenjacken auspacken. Haben auch schon überlegt umzudrehen. Aber die Sonne kämpft sich gerade durch die Wolken und deswegen besteht die Hoffnung, dass es vielleicht noch besser wird. Und die Sonne noch rauskommt, wenn der Regen aufhört. Drückt die Daumen, dass es klappt. Wir sind immer noch unterwegs. Da oben kommt blauer Himmel raus. Also, wir hoffen mal, dass es noch mehr wird. Die Sonne gleich rauskommt. Auf dem See glitzert die Sonne schon. Jetzt hat sie über dem See richtig schön aufgeklärt. Scheint die Sonne hier. Es muss nur noch da hinten, wo wir hinwollen, sich auch noch die Wolken verziehen. Das wäre ganz gut. Wir sind irgendwie in einer Sackgasse gelandet. Da hinten geht es nicht weiter, da ist einfach ein Fels. Scheinbar gibt es ja irgendwo noch eine andere Abzweigung. Das sollte wahrscheinlich heißen, dass man hier nicht weitergehen kann. Wir sind nämlich von da gekommen, von rechts, und müssen da hoch. Da hinten sieht man vielleicht Jessie noch. Wir haben den richtigen Weg gefunden. Die Sonne hat auch schon richtig Kraft. Und macht das Wasser ganz schön blau. Und hier oben ist die Aussicht natürlich nochmal um Längen besser auf dieses unglaublich türkise Wasser. Das Türkis ist einfach so verrückt. Also total unnatürliche Farbe, aber sieht richtig, richtig schön aus. Da vorne links vor dem Berg müssten wir eigentlich lang. Aber das sieht nicht besser aus mit dem Wetter. Also hinter uns ist noch ganz okay, aber hier ist die Luft auch schon wieder sehr, sehr feucht. Das heißt, wahrscheinlich werden wir nicht zur zweiten Lagune kommen, sondern hier gleich umdrehen. Gestern war das Wetter viel besser, aber schade. Aber wir brauchten auch noch einen Tag zur Akklimatisierung, demzufolge hätte uns das auch nichts geholfen. Wir gehen doch weiter, das Wetter sieht ganz gut aus.
Wir kommen unserem Ziel so langsam näher. Eigentlich hat mir gedacht, die Lagune wäre hier rechts drin, auf diesem Hügel hier. Ist sie aber nicht. Wir müssen scheinbar hier nur einmal durch die Rinne. Wow, das ist so schön hier. Einfach, also es sind immer noch Wolken da, aber man sieht trotzdem auch die Berge und die Gletscher da oben und jetzt mit der Lagune und dem Wasserfall. Und es ist kein Mensch außer wir hier. Richtig, richtig schön. Ich glaube, jetzt genießen wir hier erstmal ein bisschen die Sonne. Und das Wasser hat nochmal eine komplett andere Farbe als die Laguna Porron. Der Grund für die andere Farbgebung dieser Lagune liegt im frischen Gletscherschmelzwasser. Direkt unterhalb des Gletschers enthält es extrem feines Gesteinsmehl. So viele Schwebstoffe, dass das Wasser milchig erscheint. Erst weiter talwärts setzen sich Teile dieser Sedimente ab und dann entsteht das typisch leuchtende Türkis. Die Mittagspause ist vorbei und es geht zurück. Allzu lange macht die Brücke auch nicht mehr. Ein Balken ist ja schon durchgebrochen und die anderen beiden werden auch nicht mehr so lange halten. Also muss irgendwann mal eine neue Brücke her oder man muss durchs Wasser gehen. Letzteres ist, glaube ich, nicht so cool, weil es nämlich ziemlich kalt ist. Die Wolken sind schon mehr zugezogen und der See leuchtet nicht mehr so schön. Auch noch nicht ganz, aber ein bisschen. So, vielleicht verlaufen die nächsten sich dann nicht. Wir sind wieder zurück. Camper ist noch 200 Meter entfernt. Insgesamt waren wir ein bisschen mehr als 6 Stunden unterwegs. Haben wir auch 2 längere Pausen gemacht und dann sind es am Ende 11,8 Kilometer. Höhenmeter nicht so viele, aber hier oben auf 4200 Meter ist jeder Meter nach oben anstrengend. Das stimmt. Wir hatten ja sehr durchwachsenes Wetter. Und heute Morgen habe ich noch so gedacht, oh, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber es war richtig schön. Wir hatten hier hinten auch noch Glück, dass es ein bisschen aufgezogen hat. Also, ich würde sagen, viel besser hätte es nicht laufen können und die Strecke war echt schön. Von daher gut, dass wir es gemacht haben. Sicherlich eins der Highlights bisher in Peru, aber wer weiß, was noch alles kommt. Genau. Gibt nämlich bestimmt noch eine Wanderung hier oben in der Region. Das war eigentlich nicht nur eine. Soll ich die mal Ja, leg nur die Bretter. Fahrt ihr ruhig schon mal ein Stück, wir legen gerade mal die Bretter ein bisschen ordentlich. Also das sieht zum Teil hier echt nicht cool aus. Deshalb legen wir das mal lieber wieder sauber hin. Weiter nach da! Weiter nach... Nee! Weiter nach da! Ja? Wir haben gerade festgestellt, dass während der Fahrt unsere Hecktür aufgegangen ist. Jetzt Martin kurz mal abchecken, was da los ist. Okay, es ist was abgebrochen. Und Martin sagte gerade, wir brauchen uns wahrscheinlich einen Schweißer. Das ist natürlich jetzt ziemlich schlecht. Oh. Jetzt gerade kam schon jemand, weil wir unseren Schlauch verloren haben. Ich habe gerade zufällig in der Rückfahrkamera gesehen, dass unsere Tür hinten auf war. Und da ist tatsächlich die Halterung abgerissen, wo die Tür mit verriegelt wird. Das ist natürlich richtig blöd. Ich baue das Teil jetzt aus, mache ein Auto mit Spanngurten hinten zu und dann gucken wir, dass wir irgendwo schweißen können. Immerhin haben wir einen niedlichen Nachbarn.
So, hält hoffentlich so ein Stück. Jetzt fahren wir erstmal wieder runter. Wir sind jetzt wieder runtergefahren in die kleine Stadt hier. Da sollte eine Werkstatt sein. Die haben wir aber nicht gefunden. Jetzt fragt Martin gerade an einer Ferreteria, ob der was kennt, wo man schweißen kann. Martin ist jetzt mal gucken, aber bisher sieht schlecht aus. Auch da, wo der andere gesagt hat, es wäre was, haben wir bisher noch nichts gefunden. So, nächster Halt ist eine Werkstatt, die wir auch bei Overländer noch gefunden haben. Also Martin geht jetzt noch mal gucken, weil die Werkstatt hier kann das Material nicht schweißen. Ja, von daher nächster Versuch. Vielleicht könnt ihr uns da helfen und können das Material schweißen und unsere Tür wieder heile machen. Zwar sah die Werkstatt etwas abenteuerlich aus, aber die Schweißarbeiten dafür gut. Da hinter dem LKW war die Werkstatt. Ist geschweißt. Mal gucken, wie gut es hält. Und ob es gut passt. Oh, rasch, ich krieg auf Anhieb beide Schrauben rein. Na gut, aber so viel Spiel ist doch da auch nicht, oder? Ja, deswegen bin ich überrascht, dass es auf Anhieb klappt. Okay, hier oben ist ein bisschen, obwohl, ne, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nicht schlecht. Also der Kollege war gar nicht so schlecht im Schweißen. Er hat sich das genau angeguckt und hat es richtig gut zusammengesetzt. Und ist tatsächlich auch echt winklig geworden. Na gut, können wir weiterfahren, wa? Die Anfahrt zum Nationalpark war an manchen Stellen ein bisschen abenteuerlich. Diese hier war jedoch besonders schwierig. Für uns aber zum Glück machbar. Wir sind jetzt zum zweiten Mal im Huascaran Nationalpark. Hier war der Eintritt aber wesentlich teurer. Er hat jetzt $60, 60 Soles pro Person für 2 oder 3 Tage gekostet. Also wir campen auch mal mindestens 2. Das heißt, wir haben jetzt 120 Soles bezahlt. Ungefähr 30 Euro sind, ne? Schon viel. Aber das Panorama sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das Wetter morgen gut wird. Ja, also die Zone ist schon mal sehr schön. Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde. Aber selbst so ist die Farbe ja auch schon wieder toll. Guten Morgen. Es ist kurz vor 6. Das Wetter hat richtig Potenzial und die ersten Busse sind schon unterwegs. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Wir wollen nämlich die ersten an unserem Ziel sein und das ist die Laguna 69 heute. Ist ein ganz schönes Stück zu laufen, aber soll auch sehr schön sein. Die Berge leuchten schon da hinten. Ja. Und da vorne sind schon die Kühe. Guten Morgen. Wir gehen ja nur vorbei. Kein Stress. So früh schon
Geschmäcker. Wir werden es, glaube ich, nie wissen, welches Sorte ist. Aber es ist auf jeden Fall richtig schön, jetzt hier schon einmal Weg gelaufen zu sein. Das Wetter ist ein richtiges Überraschungspaket. Da ist blau, aber da, wo wir hin müssen, sieht es verdächtig nach Regen aus. Die Wolken ziehen immer weit auf und wir können den Huascarán Norte und Surte sehen. Schon sehr beeindruckend. Ich glaube über 6000 Meter. Und die beiden sind sogar fast 7000. 6700 und 6600. Schon eine leicht beeindruckende Höhe. Ja, das sieht gut aus. Wir hoffen, das bleibt so, bis wir oben sind. Es gibt jetzt einfach ganz viel Bergpanorama. Das ist so schön hier. Jetzt zieht sich irgendwie wieder zu. So ein Mist. Wir haben eine kurze Pause gemacht und mal einen Tee getrunken. Da hinten am Schild steht noch 1 Stunde bis zur Laguna 69. Wir haben jetzt 8:30. Mal gucken, ob wir bis 9:30 auch da sind und dann die Wolken wieder verzogen sind. Weil hier kommen sie nämlich so ein bisschen rein. Da war nämlich eben noch alles klar. Und da müssen wir hin. Irgendwo, ich glaube, da müsste die Laguna liegen. Die Bergwiskatscha, auch Hasenmaus genannt, gehört zur Familie der Chinchillas und lebt in den Hochlagen der Anden. Man findet sie meist oberhalb von 3000 Metern Höhe, wo sie sich hauptsächlich von Gräsern und Moosen ernähren. Der letzte Anstieg hat es nochmal ganz ordentlich in sich. Wir sind noch schon über 4.500 Meter, fast 4,6. Und ich glaube, wir haben die Steigung geschafft. Und dann müsste gleich die Lagune kommen. Drückt die Daumen, dass die Sonne rauskommt. Das müsste die Steigung gewesen sein. Wir sind, glaube ich, oben. Für die Lagune. Schwimmen? Nee. Achso. Nur gucken. Oh, ich sehe die Lagune. Blau. Trotz dass die Sonne nicht scheint, ist die Farbe schon sehr schön. Nachdem wir 3,5 Stunden gebraucht haben, bis wir hier angekommen sind, haben wir jetzt die Lagune aber für uns ganz alleine. Also wir haben auch mal zurückgeschaut und haben nie irgendwie jemanden gesehen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass die nächsten bestimmt so eine Stunde ungefähr hinter uns sind. Ja, und die Zeit wollen wir jetzt so ein bisschen nutzen, weil wir hatten ja beim Aufstieg so einen Traumblick. Wir haben ja gefühlt jeden Gipfel drumherum gesehen und dann hat es sich jetzt dazu gezogen und jetzt sieht man hier eigentlich nichts. Aber der Himmel ist mal so ein bisschen blau, dann wieder eher grau regnerisch und jetzt haben wir die Hoffnung, dass es noch ein bisschen aufzieht in der nächsten Zeit. So lange machen wir einfach Pause.
Für uns geht's weiter. Wir haben uns entschieden, nicht den gleichen Weg zurückzugehen, sondern mal 200 Meter hoch zu klettern. Und jetzt kommen auch ganz viele Leute um 11 Uhr und da sind die meisten dann wohl hier oben. Und wir haben noch einen sehr sportlichen getroffen, der hat 1 Stunde 50 hochgebraucht. Aber er ist auch Guide. Von hier oben ist die Sicht noch mal besser. Hier geht es durch das kleine Geröllfeld und ich stehe schon wieder auf gutem Untergrund, wo man bequem laufen kann. Ich glaube, es fängt an zu schneien. Ja, ich glaube auch. Aber jetzt sind wir gleich oben, ne? Was für ein Panorama. Nur ist leicht ein bisschen am Schneien. Heute Morgen war hier der ganze Gletscher inklusive Berg einfach wolkenfrei. Jetzt ist leider zugezogen. Das Panorama wäre wirklich verrückt bei Sonnenschein. Aber man kann nicht immer gewinnen. Wir gehen jetzt hier noch das Stück weiter und in die Richtung, in die wir gehen, sieht es nämlich schon besser aus. Da ist der Ausblick besser. Der Berg war zwar heute Morgen auch komplett frei, aber vielleicht verabschieden die Wolken sich noch. Wir haben den höchsten Punkt unserer Tour erreicht und machen jetzt hier nochmal Kekspause. Ganz da unten, ganz klein, sieht man noch die Lagune, aber viel schöner ist eigentlich, dass der schneebedeckte Berg da hinten gerade richtig schön aufzieht. Und rechts, da sind tatsächlich nochmal 5 Lagunen. Die oberste linke sieht man kaum. Eine ganz kleine Wolkenlücke zeigt den Gipfel. Oder ein Teil davon. Aber ich glaube, es hat schon wieder erledigt. Ja, und ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen, weil die grauen Wolken, die ziehen ja irgendwie auch rüber. Und so richtig viel Schnee will ich eigentlich auch nicht kommen. Also los! Laut Karte sollte es nur noch runtergehen. Überraschenderweise kommt hier jetzt noch ein Anstieg. Das war nicht geplant. Das ist die Belohnung dafür, dass es nochmal hochgeht, die Sonne scheint. Wir sind jetzt wirklich endlich am höchsten Punkt angekommen. Und hier geht es jetzt ins Tal runter. Und jetzt hoffentlich nur noch runter. Da unten ist nochmal richtig schöner türkiser See. Und hier außenrum sind die Gipfel noch halbwegs frei. Halbwegs. Jetzt sind wir doch ordentlich im Schnee. Mal gucken, vielleicht hört es ja gleich wieder auf. Der Himmel ist ja so ein bisschen. Ja. Also das Wetter ist auf jeden Fall sehr wechselhaft. Jetzt haben wir tatsächlich noch Schneefall, wo wir vor 3 Minuten noch Sonne hatten. Das ist natürlich nicht so cool. Hoffen wir mal, dass es nicht so lange anhält. Und jetzt scheint die Sonne schon wieder. Und da sieht man, wo wir lang müssen. So viel zu, es geht nur noch runter. Es geht erst zum See und dann da hinten zum Refugio. Und dann geht's runter. Das Panorama gibt nochmal Vollgas. Alle Gipfel vor uns sind frei. Wir sind am Refugio. Das war aber ein ganz schöner Kraftakt. Also der Weg war nicht gut. Die ganze Zeit durch Geröll. Aber jetzt geht es hoffentlich nur noch runter. Es ist soweit. Uns wird das schlechte Wetter noch treffen. Vor allem, wenn man nach da guckt, ist es richtig dunkel hier hinten. Und in den Bergen vor uns auch. Also haben wahrscheinlich noch
45 Minuten oder so. 300 Meter gehen wir runter. 300 Meter. Und 200 Kilometer. Also let's go. Schauen wir, dass wir nicht zu nass werden. Also jetzt sind die Beine auch schon schlapp. Oh, vor uns scheint die Sonne an. Das Wetter ist hier auch echt interessant. Wir sind zurück im Tal. Jetzt geht es nur noch, ich glaube, 1,5 Kilometer am Fluss entlang und dann sind wir zurück am Camper. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns schon mal. Wir sind ziemlich kaputt. Regen hat zum Glück aufgehört. Wahrscheinlich werden wir so bei 18 Kilometer 1100 Höhenmeter rauskommen. Was schon auf einer Ausgangshöhe von 3800 Meter ein ganz schönes Brett ist. Aber gut. Ohne das Geröllfeld da oben, was so riesig war, wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen, aber es war schon sehr, sehr anstrengend. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart und ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung per Like, Abo, Kommentar, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und falls ihr mögt, dann seid doch auch in der kommenden Woche wieder mit dabei. Dann geht's für uns in Richtung Lima, was mal wieder einige Überraschungen für uns bereithält. Also, bis dahin!